Hi, mein Name ist Jan und hier bei Cybus bin ich Teil im Engineering-Team. Beim Aufbau der Dateninfrastruktur sind Nachvollziehbarkeit, Versionierbarkeit und Skalierbarkeit besonders wichtig. Gerade im Bereich der Industrie 4.0 und auf dem Weg der Digitalisierung sieht man sich oft mit Herausforderungen konfrontiert, die nicht so einfach zu lösen sind. In der Softwareentwicklung gibt es etablierte Prozesse, die genau da ansetzen. Die Connectware ist besonders geeignet, diese Prozesse zu adaptieren, weil sie zu 100% über Infrastructure as Code zu konfigurieren ist. Wie genau solche Konfigurationen in einer Versionierungssoftware verwaltet und automatisiert ausgerollt werden können, das sehen wir in diesem Video. Auf der linken Seite sehen wir die Cybus Connectware. Das ist eine frische Instanz, deswegen sind aktuell noch keine Services installiert. Auf der rechten Seite sehen wir unser automatisiertes Deployment. Das ist genau das, worauf wir hinarbeiten, genau das, was wir am Ende durch die Nutzung verschiedenster Technologien erreichen möchten. Wie wir sehen können, werden jetzt automatisiert die Services installiert, die ich vorher definiert habe, dass sie auf der Connectware verfügbar sein sollen. Wie genau das Ganze funktioniert, welche Schritte dafür nötig sind, das gucken wir uns jetzt im Detail an. Um die Connectware zu konfigurieren, werden sogenannte Service Commissioning Files verwendet. Jedes Service Commissioning File, das wir auf der Connectware installieren, repräsentiert dann einen Service, der verschiedene Funktionalitäten bereitstellt, zum Beispiel Daten zur Verfügung stellt, Daten konsumiert oder Daten vorverarbeitet. Diese Service Commissioning Files sind textbasiert und für Menschen lesbar. In unserem Repository haben wir zum Beispiel eine Anzahl von Service Commissioning Files, die als Infrastructure as Code zur Verfügung gestellt werden. Auf der untersten Ebene haben wir verschiedene Services, die beschreiben, welche Daten über welches Gerät zu welchem Asset übertragen werden sollen. Das heißt, diese Service Commissioning Files beschreiben, wie wird eine Verbindung aufgebaut, wohin wird eine Verbindung aufgebaut, welche Daten werden von A nach B übertragen. Auf der nächsthöheren Ebene haben wir sogenannte Playbooks. Und diese Playbooks, die werden genutzt von Ansible, um automatisiert Konfiguration an andere Systeme zu übertragen. Das heißt, Ansible ist ein industrieller Standard oder ein industrielles DevOps-Tool, das weit verbreitet ist und dessen Aufgabe es ist, bestimmte Zustände auf Servern zu erreichen. Das heißt, ich kann Ansible benutzen, um Systeme in meiner Netzwerkinfrastruktur zu orchestrieren und zu konfigurieren. Diese Playbooks beschreiben den Zustand, den eine Connectware einnehmen soll. Also welche Services sollen installiert sein, in welcher Version soll die Connectware installiert sein, welche User sollen angelegt sein und welche Rollen sollen diese User haben. Das sind alles Dinge, die über diese Playbooks von Ansible dann an die Connectware weitergegeben werden. Hier können wir sehen, wie ein Ansible Playbook aufgebaut ist. Ansible Playbooks bestehen aus verschiedenen Tasks, die erfüllt werden sollen. Und wir bei Cybus haben verschiedene Tasks etabliert und eine eigene Collection geschrieben, die eben die Verbindung oder das Zwischenstück bildet zwischen dem, was Ansible versteht und was Ansible erreichen möchte, und der Connectware API, die eben diese ganzen Funktionen zur Verfügung stellt, um Services zu installieren, um User anzulegen und so weiter. Was wir jetzt hier sehen im ersten Schritt ist, dass wir die Connectware in einer bestimmten Version auf dem Zielhost installieren möchten. Das heißt, Ansible würde jetzt hingehen und auf dem Zielhost erst einmal nachsehen, ist die Connectware überhaupt installiert. Wenn sie nicht installiert ist, dann installiere ich sie in der Version, die ich hier vorgebe. Sollte die Connectware schon installiert sein, dann wird als nächstes überprüft, ob sie in der richtigen Version installiert ist. Darüber hinaus werden eben automatisiert verschiedenste Services installiert. Und das passiert genau über diese Schleife, die wir hier sehen. Wir geben hier unten ein bestimmtes Service Commissioning File an, das wir installieren möchten, genauso wie wir es auch manuell machen würden. Und wir geben eben auch an, welche Service-ID und welche IP-Adresse die jeweilige Steuerung hat, die wir anbinden möchten. Wir haben jetzt bereits Konfigurationsdateien zur Verfügung, um jede eigene Cybus Connectware-Instanz
zu konfigurieren, festzulegen, welche Services installiert sein sollen, welche Verbindungen zu welchen Geräten aufgebaut werden sollen und von wo nach wo die Daten fließen sollen. Als nächsthöhere Schicht haben wir eine sogenannte Pipeline. Und die Pipeline ist nichts anderes als eine automatisierte Ausführung von verschiedenen Operationen. Eine Pipeline besteht aus mehreren Schritten. Wir haben auf der einen Seite sogenannte Trigger Rules. Diese Trigger Rules legen fest, wann ein automatisierter Rollout stattfinden soll. Das kann eben sein, wenn Änderungen an bestimmten Dateien vorgenommen wurden oder so, wie wir es am Anfang gesehen haben, dass man diese ganze Pipeline auch manuell triggern kann. Dann gibt es verschiedene Tags, die definieren, wo genau soll jetzt diese automatisierte Deployment stattfinden. Eventuell möchte ich bestimmte Rollouts nur für bestimmte Standorte ausführen oder ich möchte bestimmte Rollouts nur auf bestimmten Hosts ausführen, also zum Beispiel einer Produktivinstanz oder auch einer Staging-Instanz. Dann gibt es verschiedene Stages, das heißt, ich kann meine Pipeline unterteilen in verschiedene Schritte, die nacheinander abgearbeitet werden sollen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, dass ich zum Beispiel erst einmal ein Code-Audit ausführen möchte. Das heißt, ich möchte sicherstellen, dass meine Konfigurationsdateien alle korrekt geschrieben sind und auch keine Fehler beinhalten, bevor ich das Ganze auf einer Staging-Instanz deploye und wenn das Ganze funktioniert hat, dann für produktiv ausrolle. Das würde ich aufteilen auf unterschiedliche Stages. Und jede Stage kann dann eine Vielzahl von Jobs, also entweder einen Job oder mehrere Jobs haben, wie zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich möchte vielleicht folgenden Container vorher noch bauen oder ich möchte danach, im Nachgang möchte ich folgende Services ausführen. Das Ganze wären dann Jobs, die innerhalb von einer Stage ausgeführt werden. Auch die Pipeline wird textbasiert konfiguriert, auch im YAML-Format, genauso wie eben auch schon unsere Playbooks und unsere Service Commissioning Files. Was wir sehen ist, dass wir eine einzelne Stage haben, und zwar die Stage Deploy. Die nutzen wir dafür, um in unserer Beispielumgebung die Connectware in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, dass wir einen Container starten, in dem Ansible läuft. Diesem Container und Ansible übergeben wir das Playbook, das wiederum beschreibt, welche Services sollen bitte auf der Connectware installiert werden. Und die Service Commissioning Files liegen auch genau in dem gleichen Repository. Das heißt, Ansible hat Zugriff auf diese Service Commissioning Files und kann dann komplett automatisiert eben die Connectware auf dem jeweiligen Host deployen. Als allerletzte Ebene, die eben über all dem anderen steht, haben wir unser Repository. In diesem Fall nutzen wir GitLab, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und das vereint eine ganze Menge an verschiedenen Funktionen in einem Produkt. Wir haben verschiedene Variablen, in denen wir zum Beispiel Usernamen und Passwörter ablegen können oder eben auch unsere Lizenzdateien, die wir brauchen, um die Sybus Connectware zu starten. Wir haben eine Image Repository, wo wir Docker-Images ablegen können, die wir vielleicht im Laufe des Deployments brauchen oder die über bestimmte Services auf der Sybus Connectware installiert werden sollen. Dazu haben wir natürlich unsere gesamten Konfigurationsdateien. Ich habe das hier mal beispielhaft an diesem File-Tree gezeigt. Wir haben eben verschiedene Services, die zum Teil entweder für einen bestimmten Standort gedacht sind oder die wiederverwendet werden können, also geteilt werden über verschiedene Standorte. Wir haben unsere Playbooks, die beschreiben, welcher dieser Services an welchem Standort wie ausgerollt werden sollen. Und wir haben eben alle Konfigurationsdateien, die wir brauchen, um diese Pipeline automatisiert auszuführen. Durch die Adaption der Best Practices der Softwareentwicklung auf die Entwicklung und Instandhaltung der Dateninfrastruktur werden unzählige Mehrwerte generiert. Nur so ist es möglich, Rollouts zu beschleunigen, Zukunftssicherheit zu gewährleisten und trotzdem den Überblick zu behalten.